Dieses Schreibmaschinenticken im Hintergrund, ne? Furchtbar. Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Disco Elysium. Ist auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich gespielt habe. Nicht 4 Monate, aber so 2 Wochen. Ist aber manchmal auch ganz gut. Also letzte Woche bin ich einfach nicht dazu gekommen, tatsächlich. Was nicht so gut war, eigentlich wollte ich spielen, aber so zwischendurch immer mal so ein bisschen Abstand, weil auf unseren ganz gut voranschreitenden Weg zum Human Train Wrack, muss ich ganz sagen, das Ganze, ja, so manchmal hittet es mich schon irgendwie auch ein bisschen anders und dann ist so ein paar Tage Abstand auch irgendwie ganz gut. Aber ja, wir müssen nochmal mit unserem Lieblingskollegen hier sprechen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon eine clevere Idee ist, aber ich glaube, viele andere Möglichkeiten haben wir im Moment nicht. Mr. Evrart, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Okay, wir müssen uns... Alter, der Blick, wie ich ihn vergessen hatte. Okay, ich habe gehört, dass die Gewerkschaft in den Drogenhandel hier im Ort verwickelt ist. Ich habe die Tür geöffnet, so wie Sie es wollten. Können wir jetzt über den Mord reden? Wollen Sie mich gar nicht fragen, wie ich hier reingekommen bin? Ich wollte über ein paar Sachen reden, die mich betreffen. Ich stelle Nachforschung zu Ihrem dubiosen Gebräu an. Ich habe Joyce getroffen, die Vertreterin des Unternehmens. Was ist in dem Container, der sich draußen vor Ihrem Büro befindet? Ich würde ihn ganz gern noch nicht mit Sachen konfrontieren, wo wir ihn nicht festnageln können. Also so, ich stelle Nachforschung zu Ihrem dubiosen Gebräu an. Also A, eventuell denkt er sich das und B, wenn wir ihm das jetzt sagen, haben wir einfach gar nichts davon. Also das wird ihn halt einen Scheiß interessieren und da können wir halt keinen Druck aufbauen. Von daher ist das raus. Vielleicht möchte ich Joyce ansprechen, ihm gegenüber. Aber ich würde erstmal sagen, ich habe die Tür geöffnet, so wie Sie es wollten. Können wir jetzt über den Mord reden? I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see what's inside the apartment, did you? Es ist möglich, dass ich in der Wohnung war und eine Sammlung rassistischer Tassen gesehen habe. Ich war in der Wohnung. Der Schnüffler hat die Flagge des alten River Scholl an der Wand hängen. Wir hatten abgemacht, dass ich nicht reingehe, also bin ich nicht reingegangen. You're right, Harry. You only had to unlock the door, which you did. So we're all good here. Also, natürlich waren wir drin, keine Frage, aber nö, muss er nicht wissen. Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry, this is gonna be good. Männer wie Sie und ich. Ich weiß nicht. Okay. Es gab da eine Sammlung kolonialer Tassen und im Müll zusammen mit den Sachen des Gehängten habe ich eine ähnliche Tasse gefunden. Sie meinten, dass es zwischen dem Lynchmord und dem Streik eine Verbindung gibt. Und zwar... By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. Another violent measure of the top hats against us flatcaps. Was wollen Sie damit sagen? Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the Wild Pines group. They tried to shut the strike down by sending in armed mercenaries. Hat Wild Pines wirklich bewaffnete Söldner geschickt? Irgendwie wage ich das zu bezweifeln. Aber who knows? You mean our victim? A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they send hired killers to mow us down with machine gun fire? Ein Maschinengewehr. I'm talking beasts. Hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Santa Maritza, you name it, they've done it. Raping, killing,
burning villages, killing little children for the Senorita Pineapple Company, Harry. Wait, what? Everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only thing they didn't do is kill the village elephant. Moment, Sie haben einen Dorfelefanten? Reden Sie weiter. Ich glaube, ich habe genug gehört. Nein, ich habe auf gar keinen Fall genug gehört. Er liegt da so selbstverliebt in seinem Sessel, er will weiterreden. Aber der Sessel sieht schon unglaublich comfy aus, muss ich sagen. Auch so, als wäre er unfassbar durchgesessen und als wäre er, wenn man zu lange drauf sitzt, auch der Grund für massive Rückenschmerzen. Aber er sieht auch schon sehr comfy aus. Also ist natürlich klar, dass es keinen Dorfelefanten gibt. Das war schon nur eine Metapher. Aber hey, wir sind auf Speedentzug und auf Alkoholentzug und auf Nikotinentzug und auf Entzug. Und, Moment, Sie haben einen Dorfelefanten? No, Harry, the elephant is metaphorical and so is the village, but the mercs and their brutality are very real. Okay, cool. Das hat überhaupt nichts gebracht. Schade, ich dachte, da kommt irgendwas Lustigeres bei rum. Aber okay, dann reden Sie weiter. Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. If I need to go somewhere, they just move my container. Moment. Der Container wird versetzt? Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that big crane. It's actually very fun. You should try it. Es wäre extrem lustig, wenn wir seinen Bürocontainer nehmen könnten und einfach im Hafenbecken versenken würden. Wenn das gehen würde. Irgendwann. Noch habe ich keinen Grund, ihn umzubringen. Keinen direkten. Ich weiß auch nicht, ob ich das als in Häkchen Polizist tun sollte. Aber ganz ehrlich, wir sind auch nicht gerade auf dem Weg, dass wir uns viel zu sehr fragen, was wir tun sollten, sondern eher auf dem Weg, dass wir uns fragen, was wir tun möchten. But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them, all hardened commando types. Okay. One of them got downright suicidal, getting drunk, violent, a little rapey. Klingt wie ich. Even their own negotiator couldn't control him. That's your boy, the one who likes hanging out and trees. Oh, gut, dann ist ja wohl gut, dass wir nicht im Baum hängen. By negotiator, you mean Joyce? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. Okay, er ignoriert einfach Kim komplett. We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. Moment, das ganze Viertel steckt unter einer Decke? Wer genau war denn für das Rollen verantwortlich? Das würde er uns wahrscheinlich nicht sagen, aber wir fragen trotzdem. There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve manual labor, but peacekeeping in the neighborhood, making sure everything runs smoothly. They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. And if they already have, well, punishment must follow. Also quasi Selbstjustiz, alles klar. So these idealists killed our victim? One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, socialist democratic fervor drove us to take it upon ourselves to kill this beast that was burdening the land." Oh, er wird biblisch. He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. I gave them 2 weeks paid leave and told them to lay low to avoid retaliation. Aren't you worried we might arrest them for this? Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested.
They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl to look after them. Okay. If he's just boasting, then it sure doesn't feel like that to you. He's not worried. Ja, ich glaube, er macht sich wirklich keine Sorgen. Okay, wir haben ein paar interessante Optionen. Woher wissen Sie, dass die Söldner von der Spedition angeheuert wurden? Sie haben eine Anwältin erwähnt. Ich habe meinen Anwalt bei mir. Erzählen Sie mir von Titus Hardy und seiner Crew. Ich weiß nicht, ob ich die kolonialen Tassen unbedingt ansprechen möchte. Ich meine, was er erzählt, klingt, also er gibt ja quasi zu, dass seine Leute den Typen im Baum umgebracht haben. Das könnte er natürlich einfach nur machen, um zu sagen, hey, das haben wir gemacht, weil die Leute von Wild Pines halt, also was die gemacht haben, ging gar nicht. Also um Wild Pines halt schlecht aussehen zu lassen, weil bewaffnete Söldner auf friedliche Demonstranten, zumindest so wie er das darlegt, zu schicken, ist ja nun schon erstmal ein großes No-Go. Wie viel Wahrheit da dran ist die andere Frage. Es besteht natürlich auch immer noch die Option, dass seine Leute das nicht waren und der Typ aus einem völlig anderen Motiv umgebracht wurde. Nämlich, dass da wirklich Rassismus hintersteckt. Aber irgendwie fühle ich das im Moment noch nicht so. Also es scheint im Moment auf jeden Fall schlüssiger, dass es halt wirklich mit den Protesten zu tun hat. Aber erzählen Sie mir doch erstmal von Titus Hardy und seiner Crew. Oh, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary union members, always working to advance their position in the local socialist democratic movement. Core members. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Gotta love his initiative. Interesting. Who's second in command? They're almost all of them great guys, born leaders. Whatever happened, I'm sure they only had the best interests of Martinez and Revachol in mind. Er ignoriert wieder komplett die Frage von Kim. Work with them. Hell, interview them. But don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. Und wo finde ich sie? Also wir wissen, wo wir die finden, aber wo finde ich sie? You know what, Harry? I got a feeling they're gonna show up in full force tomorrow. The lieutenant marks something in his notebook. Ich könnte mir... Also vielleicht wird die Racist-Sache gerade auch wieder so ein Ding, weil er ignoriert Kim die ganze Zeit. Also jetzt schon zweimal. Es wird auffällig. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass er ein tiny bit racist ist. Ich möchte gerne über die Anwältin sprechen. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Okay. Das hat uns jetzt nicht so viel weitergebracht. Über Liz wussten wir ja auch schon mehr oder minder Bescheid. Okay, woher wissen Sie, dass die Söldner von der Spedition angeheuert wurden? How do I know? Let me tell you about these people. That's their MO. It's what they do. Das heißt, es ist aber auch nur eine Vermutung. Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security contractor. The strike was over the workers' right to wear protective footwear, Harry. These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company, after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of scabs under my gates. So you believe the scabs were organized by the security contractor? You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant.
Boys like that don't just happen to show up during strikes. Er hat Kim nicht ignoriert. That does sound quite unlikely, yes. The big guy leading the scabs at the gate is colossal. Ja, in der Tat. He's not scared of them. If anything, he likes them being here. Strange. Es ist in der Tat seltsam, dass er sich scheinbar darüber freut, dass die Streikbrecher hier sind. Ich meine, das lässt natürlich seine Seite auch wieder mehr wie die Good Guys aussehen. Vielleicht steckt das einfach dahinter. Aber weiß ich nicht. Ich will nicht mit ihm über die Tassen sprechen. In Zukunft könnte ich Ihre Unterstützung gebrauchen. Können Sie die Hardy Boys dazu bringen, zu kooperieren? Ich weiß nicht, ob ich mit ihm zusammenarbeiten will. Also nach dem, was er so erzählt hat, was ich jetzt natürlich nicht alles unbedingt für voll nehme, aber zumindest zu einem gewissen Maß, halte ich sowohl ihn für einen ziemlich miesen Saftsack, als auch Joyce. Also beziehungsweise als auch alle, die mit Wilds... Ich glaube, ich finde die einfach alle scheiße. So. Und will mich da ehrlich gesagt... Also wir haben einfach unsere eigenen Probleme. So, wir haben den Fall, klar, den müssen wir lösen. Oder wollen wir auch lösen. Aber wir haben unsere eigenen Sorgen. Wir brauchen Alkohol, Zigaretten und Speed. Und wir wollen uns nicht unnötig in diesen Fall mit hineinziehen. Also, was heißt in den Fall? In den Streit zwischen Wild Pines und Gewerkschaft mit reinziehen lassen. Ich will da nicht Partei ergreifen. Vorerst nicht. Vielleicht ändert sich das noch, aber im Moment würde ich klar sagen, nein. Ich wüsste trotzdem ganz gerne, was er auf diese Frage zu sagen hat. Ich will gar nicht unbedingt mit den Hardy Boys zusammenarbeiten, aber wenn wir ihn nach Kooperation fragen, was sagt er wohl dazu? But of course, it's the least I can do for my good friend Harry. I'll do it right after we've concluded this talk. Okay. When you meet this Titus, tell him about this. See what he has to say. Dann war das in der Tat relativ smart, mit ihm zu reden, bevor wir die Gewerkschafter angesprochen haben. Also, Harry, here's 5 Real. Moment, warum geben Sie mir die? Du nimmst das Geld? Oder, na, das brauche ich nicht. Ich wollte nur, dass Sie mir mit den Hardy Boys helfen. Ganz ehrlich, ich will von ihm kein Geld. Fuck no, wir sind zwar desperate und brauchen 20 Real irgendwie, um irgendwo pennen zu können, wenn wir keine andere Unterkunft finden. Was aber für mich auch bedeutet, es gibt eine Möglichkeit, irgendwo anders unterzukommen, theoretisch. Ob wir das schaffen, ist eine andere Frage. Und wir sind von den 20 Real nur 2,39 entfernt. Zumindest für heute. Von daher... Nein, danke. Ich brauche das nicht. Oh, I wasn't offering it to you, just holding it out there. But I'm willing to share information. Was there anything else? Eigentlich nicht. Wobei... Vielleicht will ich ihn doch auf die kolonialen Tassen ansprechen, einfach um so ein bisschen abzuklopfen, wie racist er wirklich ist. Vielleicht machen wir das einfach doch nochmal. Es gab da diese Sammlung kolonialer Tassen und im Müll zusammen mit den Sachen des Gehängten habe ich eine ähnliche Tasse gefunden. Racist mugs in the trash and in the apartment?
You guys are just light years ahead of me. I have so much confidence in the ability of your organization. I'm relieved you're doing this and leaving me to do what I do best. Helping people. With the power of politics. Okay, er macht sich einfach lustig über uns. Yes, yes. Do you think this weasel is somehow connected to the murder? Oh, no, 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 no. I don't cross paths like that. All I want is for you to succeed in your investigation. I would never complicate things for you. Moment, was? Aber dieser Schnüffler hat vielleicht die Spuren der Mörder verwischt. Believe me, Harry, he's a nobody. Just your basement variety nobody. Can't imagine him being connected to a high-caliber case like this. Okay, er will uns so offensichtlich davon abbringen. But he does live nearby. Maybe it's a pedantic weasel. Fascists are known to be neat freaks. I feel like a real detective right now, Harry. Am I getting this right? Er tut so, als ob er mit einem imaginären Schlagstock auf etwas einschlüge. Er macht sich halt absolut über uns lustig. Tolle Technik, Sie würden einen guten Sergeant abgeben. Es gehört schon ein bisschen mehr zur Polizeiarbeit, als nur einen imaginären Schlagstock zu schwingen. Wir greifen seinen Humor ein bisschen auf. Tolle Technik. Would he? I'm not so sure about it. Es war nicht ernst gemeint. Oh, you're too kind, Harry. Way too kind. I know I'm not a real police officer. You are. That's all he's going to say on this subject. Ja, das ist auch grundlegend alles, was er zu sagen hat. Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I even wanted to tell you what I really want to achieve with the strike. I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But it's like I can't completely trust you. Yet. Noch nicht? Yes, Harry. It's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. I want to, but I just can't. A man of the left, so you have to be a social democrat. He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Ich bin kein Linker, ich bin ein Revascholler Patriot. Es ist richtig, dass Sie mir nicht vertrauen. Mir geht es um meine Interessen. Ich bin Geschäftemacher. Ich klotze ran. Ich bin ein Finanzoptimierer. Fuck, wir sind nichts davon, Alter. Was soll das heißen? Ich bin mehr links als Sie. Das ist wieder so ein korruptes Vorhaben, oder? Ich bin weder links noch rechts. Ich folge meinem Herzen. Also 2 ist auf jeden Fall raus. Revascholler Patriot sind wir auch. Also eigentlich ist nur... Ich würde gerne kurz in meine Stats gucken, um zu wissen, wie links ich... Oh, das kann ich sogar. Wie links bin ich wirklich? Oh, also mit 9 Punkte auf Kommunist sind wir, finde ich, schon sehr links. Also, Entschuldigung. Ich bin noch mehr links als Sie. You're saying it, but I don't believe you. You know how it is, company snitches, agent provocateurs everywhere. I'm barricaded in this fortress of mine, and I need to get a message out. Will you help me? And what would this entail? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Ich wüsste gern erstmal, was das für ein Stück Papier ist, um ehrlich zu sein. Und ich will nicht für ihn arbeiten. So, not gonna happen. Wozu brauchen Sie die Unterschriften? I'm glad you asked, Harry.
The Union is going to build a modern youth center in Martinez. It will be righteous. We're gonna get those teenagers off drugs and on roller skates. Ja, nein. There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get this mission off the ground, Harry. Ich glaube ihm kein Wort. Also ich glaube ihm total, dass das was mit Bewohnern in der einen Straße zu tun hat und dass er noch 2 Unterschriften braucht, aber nicht, um da ein Jugendzentrum aufzubauen. Im Leben nicht. Wo genau ist das? On the coast, Harry, across the canal. There's a cul-de-sac there, a little village they're calling it. A gloomy place. You'll find it. I trust your detective skills, Harry. Water drips from the eaves. A woman looks at her freshly tarred skiff. There's a pair of cavalry boots under the fish in the box, and the wind howls like a vicious spirit. Gott, ich brauche bitte noch einen zweiten Durchlauf, wo ich einfach voll auf Shiver, also auf Schauder gehe. Ich mag, es ist halt, es gibt mir halt keine wichtigen Informationen, außer, wenn wir diesen Spot finden, dass wir da vielleicht in einer Kiste Stiefel finden, die wir tragen können. Aber ich finde das so atmosphärisch, finde das großartig. Was wird aus den Leuten, die jetzt dort wohnen? They are just gonna have to deal with the construction noise for 6 months, and then they'll be living like kings. Right next to a fancy new youth center, designed by the best architects from Stella Marie. Kim, was sagen Sie dazu? It depends. I don't think what we just got from Mr. Clare was very useful. Mhm. But, he thinks, it's your call. Okay. As I said, it weighs on me heavily. But once we get really talking, well, I'm gonna hand you the keys to Martinez, and maybe even help you figure out who's behind this killing. Du fühlst dich einfach noch zu sehr wie ein fühlst dich einfach noch viel zu sehr wie ein selbstsicheres Arschloch auf. Und ich werde deine Position nicht stärken, indem ich dir helfe. Nein, das mache ich nicht. Danke. Ich habe genug zu tun. Perfectly acceptable. No one's gonna force you into anything, but I don't know about that gun of yours. You see, I'm a vengeful man, Harry. Part of how I got where I am is that, well, I can be quite nasty sometimes. Okay. Es ist so super typisch. Sobald wir ihm nicht direkt helfen, fängt er an, uns zu drohen. But the good news is, the moment you change your mind and want to look into this matter, just tell me, and we'll be buddies again. The lieutenant's eyes meet yours, and he shrugs. Okay, fine. Oh Gott. Wir haben noch so viele Optionen. Ich habe gehört, dass die Gewerkschaft in den Drogenhandel hier im Ort verwickelt ist. Nee, nein, da will ich nicht drauf ansprechen. Ich will immer noch nicht die Unterschriften beschaffen. Wollen Sie mich gar nicht fragen, wie ich hier reingekommen bin? Die Tür ist halt literally offen. Ich wollte über ein paar Sachen reden, die mich betreffen. Das würde ich vielleicht noch machen wollen. Können wir noch ein paar Einzelheiten zu dem Mord besprechen? Da könnte es was Neues geben. Maybe. Und ich möchte mit ihm definitiv über Joyce sprechen. Und was ist eigentlich mit dem Container, der sich draußen vor Ihrem Büro befindet? My dear Harry, there are literally millions of containers in this harbor. I couldn't possibly remember what's in all of them. Dieser Container ist etwas Besonderes. Er hing an dem Qualsund-Kran. Harry, you smooth-talking son of a bitch. Time is a precious resource, and I don't have enough of it to count containers with you. Smooth talking. Maybe that's the way to go about opening the container. You should at least try convincing it. Okay, also ihm ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren, macht ihn gesprächig. Tendenziell. Wir haben auf jeden Fall Joyce getroffen, die Vertreterin des Unternehmens. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here.
Ach ja? We're all trying to do what's best for Martin Ace. Don't feel like you can't cooperate with her because you and I are such good friends and I'm helping you find your lost gun. I'm not a jealous guy. Ich habe Joyce erzählt, dass ich bei Ihnen war. Was ist denn mit dem letzten Unterhändler geschehen, mit Herrn Gaumont? Joyce meinte, dass die letzte Anführerin der Gewerkschaft unter verdächtigen Umständen verschwunden ist. Evrart, Joyce scheint zu denken, dass die Gewerkschaft ihr ein billiges Lokangebot gemacht hat. Warum haben Sie sie nicht reingelassen? Warum haben Sie sie nicht reingelassen? Moment, ich dachte, die hatten einfach noch keine Zeit. Hat er nicht gesagt, er ist äußerst beschäftigt. Für sie hatte ich noch keine Zeit. Heißt das, das klang so, als hätten sie einfach noch keine Gelegenheit gehabt, aber vielleicht ist das gar nicht so. Aber ja, Joyce scheint zu denken, dass die Gewerkschaft ihr ein billiges Lokangebot gemacht hat. Yes, yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. But everything's a casino for those rich types. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible behavior. Und warum haben Sie sie nicht reingelassen? If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. Okay. He doesn't want to see her. It's as simple as that. Ja. In der Tat. Das habe ich mir auch gerade so gedacht. Also, ich glaube, er hat einfach keinen Bock. Aber okay. Joyce meinte, dass die letzte Anführerin der Gewerkschaft unter verdächtigen Umständen verschwunden ist. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. Weiß ich halt nicht. Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Ja, aber natürlich ist der Auflauf auch wieder metaphorisch. Aber vielleicht haben wir es nicht so mit Metaphern. Harry, Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Mine was. That much is true. His heart truly is in it, though you wouldn't think so by looking at him. If it's spilled blood you're looking for, then there certainly isn't any in his expression or demeanor now. Was ist denn mit der letzten Unterhändlerin geschehen? Oder mit dem letzten Unterhändler, eher gesagt? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. Bei früheren Verhandlungen hat er Ihnen im Namen des Unternehmens Zugeständnisse gemacht. Warum sollten Sie einen solchen Verbündeten fortschicken? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Sie haben ihn einen Zwerg genannt. Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. Okay, reden wir über etwas anderes. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This is a completely transparent organization. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business, and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Tell her about all of it.
My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Evrart doesn't mind. It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? It was nice telling him about her right now. Mhm. Können wir noch ein paar Einzelheiten zu dem Mord besprechen? Most certainly, Harry. Ah, da Nothing gibt's... brightens my day like brainstorming these things with you. Okay. Ja, tatsächlich hatten wir das alles schon. By all means, Harry. What's on your mind? Ich wollte über ein paar Sachen reden, die mich betreffen. Let's hear it, Harry. Um das klarzustellen, wie lautet mein vollständiger Name? Wissen Sie etwas über meine Familie? Habe ich eine Frau oder Kinder oder... Was steht da, was für ein Bulle ich bin? Wo haben Sie denn die Akte her? Du wirfst nochmal einen Blick auf die Akte. Ich glaube, Blick auf die Akte sehe ich noch nicht. Wo er die Akte her hat, wird er uns im Leben nicht sagen. Das wäre, glaube ich, eine gute Frage, ihm zu stellen, aber ich habe ein bisschen Angst vor der Antwort. Ich stelle sie ihm trotzdem. Wissen Sie etwas über meine Familie? Habe ich eine Frau oder Kinder oder... Family? Harry, you're not a family man. There's not one peep of family in here. Unless you think you're a family man. Do you strike yourself as a family man, Harry? Vergessen Sie die Familie. Also, ich will ihm jetzt nicht zustimmen und sagen, Sie haben recht. Ich glaube, das bin ich nicht. Ich glaube schon, ich würde einen wunderbaren Vater abgeben. Nein, würden wir nicht. Definitiv nicht. Vergessen Sie die Familie. Family, Harry, is the most important thing in the world. Interessant. Um das klarzustellen, wie lautet mein vollständiger Name? It's Harry. Harry Dubois. You feel like a Dubois, but you don't feel like a Harry. Strange. You don't feel like any of these things. You know what your name is. You have a sophisticated name, like that of a count or a beautiful man. Moment, ich dachte, Sie wären Harry Dubois. Nein, das denken wir nicht. Ich fühle mich wie ein Dubois, aber nicht ganz wie ein Harry. Eher wie etwas Längeres. So heiße ich nicht. Ich heiße Raphael Cousteau. Okay, das gefällt mir. Damit kann ich leben. Gefällt mir eigentlich nicht besonders. Ich fühle mich wie ein Dubois, aber nicht ganz wie ein Harry. Eher wie etwas Längeres. Sure, okay. You're Harold. Harmon. Haroldamus. But that's not what the record says. The record says Harry Dubois, a real man's name. Mr. Kitsuragi doesn't seem even slightly empathetic to your memory loss, Harry. I, however, wish to help you any way I can. Danke, reden wir über etwas anderes. Of course, Harry, of course. Let's not linger on personal details and amnesia. You wanted something from me? Eigentlich nicht. Eigentlich sind wir good to go. Bis später. See you soon, Debarger. Just kidding, but not too much. Okay. Gott, haben wir gerade knapp 40 Minuten mit ihm gesprochen? Holy shit. Ich hatte vergessen, wie laut es hier ist. Ich finde es immer noch super, wenn wir seinen Container irgendwann einfach bewegen können. Ich meine, wir haben... Hier ist die Kransteuerung, ne?
rusting control panel with several knobs. Ja, okay. Aber es reicht nicht dafür. Okay. Also wir haben tatsächlich im Moment nicht so wahnsinnig viel zu tun. Snow is quietly covering the numerous wine bottles and cigarette butts on the ground. Someone partied really, really hard here. Moment. Wie heftig? Well, they went through 6 bottles of potent Pilsner, 3 bottles of Commodore Red, and almost 4 packs of cigarettes. It must have been pretty hard. War ich das? Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, aber ich bin nicht davon ausgegangen. Eine vorgeschobene Spielmission muss mich in den Hafen geführt haben. Ich bin immer noch nicht vollends überzeugt, dass ich das war. Sieht so aus, als ob ich eine Menge Spaß gehabt hätte. Das ist echt traurig. Mir muss es furchtbar gegangen sein. Der Punkt ist, das trifft die Sache am ehesten. Also das ist schon echt traurig und uns ging es wahrscheinlich sehr furchtbar. Aber wir sind, glaube ich, eher auf dem Level. Das klang nach einem guten Abend. Würde ich wieder machen. Und vielleicht sind wir auch ein bisschen der Meinung, dass eine vorgeschobene Spähmission uns hier in den Hafen geführt hat. Yes, this looks pretty advanced, alright. For now, let's just move on. Ah. Okay. Kim eigentlich was zu sagen? Erzählen Sie mir nochmal von dem Fall. What do you want to know? Ah, okay, fürs Erste nichts mehr. Good. 58% inzwischen. Aber ich brauche da mehr Punkte drauf. Ich will noch durch irgendwas einen Bonus kriegen. 58% ist mir nicht hoch genug. Ich will Kim davon überzeugen, dass der Fall eine düstere, aber sexy Wendung hat. Aber wir haben einen Skillpunkt. Wir könnten das auf Innenleben packen. Aber wir waren eigentlich dabei... Was brauchten wir für die Tür? Wo war die Map? Hier, ne? Hinterhofmauer, Spiegel. Ah, und wir wollten die Leiche abnehmen. Geschützte Tür, Schmerzgrenze. Ah, der Gehängte ist Ausdauer. Also Ausdauer oder Schmerzgrenze wäre halt gut. Ich will... Also es wäre total sinnvoll, die Leiche da mal runterzunehmen. Aber ganz ehrlich, ich will diese Tür aufmachen. Ja, pack noch einen Punkt in Schmerzgrenze. Irgendwann müssen wir das Ding nur aufkriegen. Na komm. Einmal raus da. Ja, nicht hier lang, hier lang. Können wir mit ihm nochmal sprechen? Oh, hier ist auch schon wieder so laut, ne? Right to work. Shame on you. Hey, Tough Guy. Ich hatte noch ein paar Fragen. Things are busy enough. You going to waste less of my time? Vielleicht. The Hulking Man oozes stark skepticism. Okay, wir fragen ihn nicht, was ein Streik ist. Wir lassen ihn einfach in Ruhe. Aber ich würde tatsächlich mit ihm nochmal ganz gern reden, weil er ist ja auch... wir haben ja nur mit dem einen LKW-Fahrer, der hier stand und in Häkchen nicht geraucht hat, gesprochen. Aber er ist ja auch, glaube ich, LKW-Fahrer.
Looking for something, Aunt? Come to tell me to fuck off again? Ich habe diese Tasse im Müll gefunden. Ist das Ihre? Oh man, that's great. Look at that guy go. Haven't seen anything that funny in a while. Und, ist das Ihre? God damn. Thanks for that, but no, it's not mine. Das wäre dann erstmal alles. Ob wir die anderen Tassen einfach einstecken können und sie ihm schenken können und dann quatscht er mit uns? Ich finde es gerade total weird, dass die beiden Charaktere nicht in der Mitte des Bildschirms laufen. Das ist total off irgendwie. Aha, achso, kann ich mit dir eigentlich nochmal reden? Also klar, aber bringt das was? Snowflake is like a little gift from the sky. Wir können sie nach der Frau fragen, die durch die Bücher stöbert. Wer ist denn das? Oh, that's Auntie Billy. She's nice if a bit distressed. Sie ist deine Tante? No, sir. She's a working woman who comes to look at the books a lot. Was betrübt sie denn? I think she is a bad husband. Not very nice or helpful. Du musst übrigens nicht ständig mein Herr zu mir sagen. Ich bin auch nur ein einfacher Arbeiter. No, sir, I can't. It would be too tiring to refrain from it. It's already tiring enough to remember to say it all the time. It's nice of you to say I could stop, though. Ich verstehe dich nur zu gut. Ich zum Beispiel kann nicht damit aufhören, dieses Gesicht zu machen. Du zeigst auf dein Gesicht. Ja klar, bei der nächsten Person, die vorbeikommt, musst du dann wieder höflich mein Herr oder meine Dame sagen. Na dann eben, mein Herr. Weitermachen, Soldatin. Ich weiß nicht, sie könnte sie als Aufmunterung verstehen. Muss sie aber nicht. Wir gehen erstmal mit dem zweiten. Ja klar, bei der nächsten Person, die vorbeikommt, musst du dann wieder höflich sein. Yes, sir. Okay, tschüss. Man sieht sich, Annette. Moin, ich würde nochmal versuchen, ihre Tür zu zertrümmern, ne? Bis gleich. A heavy door with a missing handle stands before you, covered in dozens, if not hundreds, of little oddly shaped trinkets and charms. It appears to be locked. 58%. Let's go. Fuck off. Ow, shoot. Whose moronic idea was it to just run through the door? Don't you know that things like that hurt? Oh Mann. Das war wirklich nicht die beste Idee. Are you alright? These looked pretty intense and painful, I must admit. Ja, das war es auch. What is going on there? I warned Ja. It looks like you. Okay. Wir holen uns mal den Hitpoint wieder. Alter, wir können so viel Moral wiederherstellen, ne? Können wir die Sachen nicht einfach verkaufen? Können wir die Sachen bei Fritte verkaufen? Können wir unsere Pillen bei Fritte verkaufen und Geld kriegen? Also im Leben nicht, aber wer bist du eigentlich? Richtig, du warst nicht so gesprächig. Ich erinnere mich. Fried. Hallo Fried. Ich kann im Leben nichts verkaufen, oder? Welcome to Frick. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. What's that magazine she's reading? Was für ein... Das haben wir... Wir haben doch schon mit ihr gesprochen. Warum ist das alles noch nicht markiert? Ich bin verwirrt. Was für ein Magazin lesen Sie da? You mean this? Sie wirft einen Blick auf das Titelbild, das von einem farbenfrohen Foto zwei sich küssender Mädchen geziert wird. This is Pop Stars. It's got like famous people in it.
it's not for sale. Looks like it also has something called Police de la Mode, featured on page 34. This speaks to you. Dumme, berühmte Leute. Gefällt mir. Sehr futuristisch. Du tippst die sich küssende Mädchen an. Vergessen Sie das alles. Was hat es mit diesem Bericht über die Modepolizei auf sich? Du zeigst auf das Titelbild. Oh ja, das interessiert uns sehr. It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. Welcher Kerl wird denn im Heft aktuell als Numero Uno gefeiert? Und sieht er so aus? Du zeigst auf dich. Du zeigst auf ihre Kappe und sagst, ich wette, ihre Kappe würde gewinnen. Und? Wer hat den besten Style? Es ist bestimmt niemand von hier, oder? Benita. She's a model. Usually it's a model. Or a singer-songwriter. Or a model. We are not the fashion police. We're the real police. Ja, aber... You mean this? This is pop. Looks like it also has something called Police de la Mode. It's where they rate different outfits famous people wear. It's kind of funny. They're kind of mean. It's about who's the most stylish. Na, ich wette, ihre Kappe würde gewinnen. Oh Gott, das ist hart cringe. Aber so sind wir. No. I don't like it. I hate it. Ein wenig überraschend. We are not the fashion police. We're the real police. Ich habe einige Fragen an Sie. Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but... Sie legt immerhin das Magazin zur Seite. Hat Fried hinten im Whirling Wracks ein Lager? A warehouse? I don't know. Maybe. I don't really care what Frick does. Kommen Sie schon, geben Sie mir irgendeinen Ansatzpunkt. She looks up from under her brow. Fine. Frick doesn't have a warehouse. Just a little back room here. Okay? Okay. Sie wendet sich wieder Ihrem Magazin zu. Können Sie mir etwas über die Realität erzählen, in der wir uns befinden? Na, können Sie mir etwas über die Leiche erzählen? I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so... Kannten Sie den Verstorbenen? Not really. Nicht wirklich? Heißt das, Sie kannten ihn ein bisschen? No. I didn't know him at all. Und was ist Ihrer Meinung nach passiert? I don't know. No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Okay. Danke für Ihre Hilfe. Uh-huh. Sie wischt sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht und versucht sich wieder in ihr Magazin zu vertiefen. Ich will nicht wissen, ob sie Ammoniak verkauft. Das ist mir relativ egal. Ich möchte sie auch nicht über die Realität fragen. Im Moment nicht, auf jeden Fall. Hatte ein klein bisschen gehofft, wir könnten halt unsere überschüssigen Items verkaufen. Irgendwo konnten wir das auch, oder? Ich weiß noch nicht mehr wo. Konnten doch die Postkarte oder so? Ah, im Pfandhaus. Ja, right. Ob wir... Wahrscheinlich nicht. Die Option hätten wir vermutlich schon gehabt, oder? Alter. Die Kamera macht mich wahnsinnig. Ich kann sie nicht verschieben. Ah, warum ist sie so off-center? Das ist nicht okay. Hello, hello. Na, okay, du hast einfach nicht... Achso, warte mal. Hello, hello. Let me know if I can help you with anything. Ich hätte da etwas, das ich verkaufen möchte. Sure. Let me have a look. Another time.
Nee, eigentlich nicht. Okay, also wir könnten... Damn, wir könnten eine Menge Kleidung verkaufen. Das ist eine Menge Kleidung, die ich nicht verkaufen will. Die Monkstraps vielleicht. Ja, vielleicht doch. Hello, hello. Sure, I'm not purchasing any more clothing at the moment. Das ist natürlich ungut. And especially that tie. It swallows photons around it. I have no need for necrotic objects. Hat er meine Krawatte gerade nekrotisch genannt? Your mother is a necrotic object. I'm fun. Look at me sparkle in the light of the projector. Ich liebe diese Krawatte viel zu sehr. I can't, Sekunde. Ja, wobei das passt so. So. Sekunde. Okay, dann gehen wir. Absolutely worth it. Also hat uns nichts gebracht, aber absolutely worth it. Großartig. Liebe alles daran. Okay, wir müssen, glaube ich, mal ins Whirling. Und wir müssen mal mit den Leuten reden. Aber das machen wir mal in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.